Willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Dr. A.P. Ich interessiere mich für die Bereiche Pädagogik, Philosophie und Geschichte. Heute zeige ich dir, welche Apps wirklich funktionieren und welche dich nur ausnutzen. Die Red Flags, die du niemals ignorieren darfst. Warum Experten sagen, Online-Dating tötet deine echten Social Skills. Bist du bereit für die Wahrheit hinter dem Swipe? Let's go! Hallo und willkommen. Heute schauen wir uns mal die moderne Partnersuche genauer an. Wie wir die Liebe finden, hat sich ja total verändert, oder? Die digitale Welt hat da komplett neue Regeln aufgestellt. Also legen wir los und schauen mal, wie das Spiel so im Jahr 2026 läuft. Also fangen wir mal mit der großen Frage an. Wie finden Menschen heutzutage eigentlich die Liebe? Überlegen Sie doch mal, all die Paare, die Sie so kennen. Wie haben die sich getroffen? Ich wette, die Antwort ist viel digitaler, als Sie vielleicht vermuten. Und die Antwort, die lässt sich in einer einzigen, ziemlich beeindruckenden Zahl zusammenfassen. Mehr als die Hälfte, ja, richtig gehört, über 50%. So viele Beziehungen fangen heute online an. Genau, Online-Dating ist nicht mehr nur irgendeine Option, es ist quasi die neue Normalität. Es ist inzwischen der häufigste Weg, wie Leute einen Partner finden. All die klassischen Methoden wie über Freunde oder auf der Arbeit, die hat das Online-Dating längst hinter sich gelassen. Und hier sehen wir das Ganze mal in Zahlen. Der Trend ist echt eindeutig. Über die Hälfte aller Beziehungen starten online. Und die klassischen Wege? Die sehen daneben schon fast alt aus. Nur noch 15% lernen sich über Freunde kennen und bei der Arbeit sind es sogar nur 10%. Die Dominanz der digitalen Welt ist also, absolut unübersehbar. Und so eine Dominanz, die schafft natürlich einen riesigen Markt. Das Ergebnis? Eine regelrechte Explosion von Dating-Plattformen. Heutzutage gibt es wirklich für jeden, aber auch wirklich jeden denkbaren Geschmack und jede noch so kleine Nische eine eigene App. Und das führt zu etwas, was man das Paradox der Wahl nennt. Auf der einen Seite ist es natürlich super, so viele Optionen zu haben. Aber mal ehrlich, auf der anderen Seite kann diese riesige Menge an Apps und Websites einen auch total erschlagen. Man fragt sich, wo soll ich da überhaupt anfangen? Schauen wir uns mal die beiden Extreme an. Auf der einen Seite haben wir einen globalen Giganten wie Tinder. Da geht's schnell, es ist auf Masse ausgelegt, swipen, swipen, swipen. Oft für eher lockere Kontakte. Und auf der komplett anderen Seite, da gibt's dann Nischen-Apps wie Farmers Only. Die bringen ganz gezielt Leute zusammen, die den gleichen Lebensstil haben, in dem Fall eben Leute vom Land. Da geht's um tiefere Gemeinsamkeiten. Aber das ist wirklich nur der Anfang. Sie werden staunen, wie unglaublich spezifisch diese Plattformen werden können. Machen Sie sich bereit. Passen Sie auf, Sie ernähren sich glutenfrei? Dann gibt's Gluten-Free Singles. Sie sind ein riesiger Sci-Fi-Fan, ein Trekkie? Track Passions ist Ihre Anlaufstelle. Cannabis-Freunde? Die treffen sich auf 420 Singles. Es gibt sogar Positive Singles, eine geschützte Community für Menschen mit sexuell übertragbaren Krankheiten. Oder Uniform Dating für Leute in Uniform. Das ist doch der Wahnsinn, oder? Es zeigt einfach, egal wie speziell Ihre Interessen sind, es gibt mit ziemlicher Sicherheit eine App dafür. Okay, sagen wir, Sie haben die richtige Plattform gefunden. Und jetzt? Wie sticht man aus dieser riesigen Masse an Profilen heraus? Alles fängt mit Ihrem Profil an. Das ist sozusagen Ihre digitale Visitenkarte und der erste Eindruck zählt hier wirklich alles. Und was kommt bei anderen gut an? Umfragen zeigen das ziemlich deutlich. Der absolute Gewinner? Ein guter Sinn für Humor. Ganze 82% finden das attraktiv. Gleich danach kommen Hobbys und Interessen. Die Botschaft ist also super klar. Es geht nicht nur um das perfekte Foto, es geht darum, Persönlichkeit zu zeigen. Die Neuropsychologin Dr. Judy Ho bringt es eigentlich auf den Punkt. Es reicht einfach nicht nur zu sagen, dass man abenteuerlustig ist. Man muss es zeigen. Also, statt es nur in die Bio zu schreiben, posten Sie lieber ein Foto vom Wandern oder erzählen Sie eine kleine Anekdote von Ihrer letzten Reise. Genau das macht ein Profil lebendig und vor allem authentisch. So, und jetzt müssen wir über ein ernsteres, aber unglaublich wichtiges Thema sprechen: Ihre Sicherheit. Denn klar, wo so viele Menschen nach Liebe suchen, da lauern leider auch Betrüger. Schauen Sie sich diese Zahl an. Das ist einfach nur
erschütternd. Allein im Jahr 2024 haben Menschen über 642 Millionen Dollar durch sogenannte Romance-Scams verloren. Und das Schlimmste ist, das sind nur die Fälle, die auch wirklich gemeldet wurden. Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich noch viel, viel höher. Eine der Taktiken, die Betrüger am häufigsten anwenden, nennt sich Lovebombing. Das funktioniert so. Jemand überschüttet sie mit Liebesbekundungen, redet schon nach ein paar Tagen davon, dass ihr Seelenverwandte seid und plant die gemeinsame Zukunft. Klingt zu gut, um wahr zu sein? Ist es meistens auch. Das Ziel dahinter ist eiskalt. Eine emotionale Abhängigkeit aufzubauen, um sie am Ende manipulieren zu können. Okay, hier sind 4 ganz klare Warnsignale, bei denen bei Ihnen sofort die Alarmglocken schrillen sollten. Erstens, die Person will partout keinen Videoanruf machen. Die Ausreden sind immer die gleichen. Kamera kaputt und so weiter. Zweitens, die Geschichten passen einfach nicht zusammen. Es gibt ständig Widersprüche. Drittens, und das ist wirklich das allergrößte Alarmsignal, plötzlich braucht die Person dringend Geld für irgendeinen Notfall. Und viertens, sie werden gedrängt, die App ganz schnell zu verlassen und privat, zum Beispiel über WhatsApp, weiterzuschreiben. Aber das Gute ist, Sie sind nicht machtlos. Es gibt ein paar ganz einfache Dinge, die Sie tun können, um eine Identität zu überprüfen. Machen Sie zum Beispiel eine Rückwärtsbildersuche mit den Profilfotos. Tauchen die vielleicht auf irgendwelchen Stockfotoseiten oder unter einem völlig anderen Namen auf? Ein anderer Tipp: Kopieren Sie mal ganze Sätze aus den Nachrichten und googeln Sie die. Betrüger arbeiten oft mit vorgefertigten Texten. Und natürlich, eine schnelle Suche nach dem Namen, der E-Mail oder der Telefonnummer kann auch schon wahre Wunder wirken. Was ist also das große Fazit von all dem? Nun, Online-Dating ist und bleibt ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite bietet es riesige Chancen, aber auf der anderen Seite sind die Risiken eben auch verdammt real. Schauen wir uns die Vor- und Nachteile mal direkt gegenübergestellt an. Auf der Pro-Seite haben wir natürlich den unschlagbaren Komfort und den Zugang zu einem riesigen Pool an Leuten. Und man kann eben auch Menschen mit ganz speziellen Interessen finden. Aber die Nachteile sind genauso präsent. Das hohe Betrugsrisiko, die Unmengen an Fake-Profilen und, seien wir ehrlich, die oft ziemlich oberflächliche Qualität der Gespräche. Und das bringt uns zu der einen wirklich wichtigen Frage am Ende. Was ist in dieser Welt voller Algorithmen und endloser Profile eigentlich die wahre Formel für eine echte Verbindung? Vielleicht ist die Antwort am Ende ja überraschend einfach und gar nicht so digital. Vielleicht geht es nicht um den perfekten Code, sondern um die alten Werte. Authentizität, ein bisschen Geduld und vor allem den Mut, sich so zu zeigen, wie man wirklich ist. Danke fürs Zuschauen. Wenn dir der Beitrag gefallen hat, abonniere den Kanal und gib ein Like. Das kostet nichts, hilft aber anderen, diese Inhalte zu finden. Bis zum nächsten Video.